herzlich willkommen und hallo bei 4 Reifen und ein Klo. Ich habe heute Verstärkung, das ist die Joanna. Ja. Die Joanna ist mein ältestes, aber kleinstes Schlüpfkind. Was machen wir heute, Joanna? Wir machen heute Shepherd's Pie. Ja, wir machen Shepherd's Pie. Shepherd's Pie ist eigentlich ein irisches Rezept, also kommt traditionell aus Irland. Eigentlich ist es mit Lammhack traditionell gemacht. Die Engländer nehmen Rinderhack. Ich habe mich jetzt für gemischtes Hack entschieden, weil wir das einfach am liebsten mögen. Aber ansonsten bleiben wir eher traditionell bei diesem Gericht, das heißt mit Möhren und Erbsen, lassen allerdings den Rotwein raus, weil ich, wie ihr ja wisst, keinen Alkohol trinke und ich mag auch keinen Rotwein im Essen. Aber traditionell ist es mit Rotwein und mit Lammhack. Von daher, wir fangen jetzt erstmal an. Für Shepherd's Pie benötigt ihr für das Hackfleisch-Ragout 500 Gramm Rinderhack, 200 Gramm Möhren, eine mittelgroße Zwiebel, eine Knoblauchzehe, 1-2 Rosmarin, 150 Gramm tiefgekühlte Erbsen, 400 Gramm gehackte Tomaten, 100 Milliliter Brühe, 1,5 Esslöffel Mehl, Salz, Pfeffer und etwas Öl zum Anbraten. Für die Püreehaube braucht ihr 1 Kilo mehlig kochende Kartoffeln, 100 Milliliter Milch, 50 Gramm Butter und zum Würzen Salz und Muskat. Ansonsten benötigt ihr nachher noch ein Eigelb und 1 Teelöffel Milch. Ja, Joanna, womit fangen wir an? Ragout oder Kartoffeln? Ich würde vorschlagen mit Kartoffeln. Gut, dann holst du einen Topf und ich hole die Sparschäler. Jetzt sieht jeder, wie schlecht ich neben dir bin. Hast du schon mal Shepherd's Pie gegessen? Ja, als du das gemacht hast. Ach, du wusste nicht, dass du dabei warst. Cool. Ich war auch dabei. Es war sehr lecker. Das freut mich natürlich. Sonst wäre es ja auch nicht im Kochbuch gelandet, ne? Nee, sonst wäre es auch nicht im Kochbuch gelandet. Das stimmt allerdings. Ihr seid ja da immer meine perfekten Jurykandidaten und auch super kritisch. Ihr glaubt gar nicht, was ich manchmal erlebe, wenn die meine Rezepte beurteilen. Also manchmal glaube ich, warum stehe ich überhaupt noch, dass ich überhaupt noch leben kann, dass ich noch laufen kann. Jetzt stellst du es aber ganz schön schlimm dar. Das ist manchmal schon hart, wie ihr mit mir umgeht. Aber es hat auch seinen Grund. Die Rezepte, die wirklich in den Rezeptbüchern drin sind, die sind dann auch qualitativ gut. Das stimmt, absolut. Sonst würde ich die nicht jedes Mal im Backofen zu Hause machen, ne? Ach stimmt, du machst die im Backofen, ne? Genau. Wie machst du die im Backofen? Weil ich kriege ja auch immer wieder die Anfragen, ob man die Rezepte und wenn ja, wie macht man die im Backofen? Wie machst du die? Ich mache die ganz normal nach Rezept, ich mache die gleiche Menge. Das Einzige, was ich ja mache, da steht ja kleine, mittlere und hohe Flamme. Ist ja beim Backofen nicht gegeben, deswegen mache ich bei kleiner Flamme 160 Grad, bei mittlerer Flamme 180 und bei großer Flamme 200 Grad. Aber große Flamme ist ja eigentlich nie, von daher. Ober-Unterhitze? Ober-Unterhitze, genau, weil der Omni hat ja auch Ober-Unterhitze. Ja. Mache auch die gleiche Zeit, alles gleich. Und klappt alles super. Klappt alles. Manche Sachen mache ich auch im Topf, wie zum Beispiel Grillwurstgulasch. Ja? Aber sonst eigentlich alles in der Auflaufform, Ja. wie im Rezept auch. Cool. Super. Super gut. Ja. Dein Haufen ist viel größer als meiner. Ich habe viel mehr Kartoffeln geschält als du. Schön, du hast die Kartoffeln schon geschnitten, habe ich gesehen. Genau. Super. Aber jetzt machst du Salz dran? Ja. Und dann packen wir den direkt auf den Kartuschenkocher. Das reicht noch. Das ist ein Teelöffel, ne? Jo, das ist ein Teelöffel. Ich leg den so rum hin, ne? Weil dann geht er ja nicht. Genau, richtig. So, jetzt Deckel. Ich denke, jetzt kümmern wir uns um das Ragout, ne? Um das Hackfleisch. Okay. Wo ist die Wahl? Zwischen Zwiebeln und Möhren schneiden? Ich nehme die Möhren. Alles klar.
Den Knoblauch bitte auch hacken, in feine Würfel hacken, Zwiebeln in Würfel schneiden und auch die Möhren in Würfel schneiden. Ich hole schon mal die Pfanne raus und den Gaskocher. Die Möhren geben wir später dazu. Jetzt haben wir den Knoblauch ein bisschen mit reingetan, leicht angeschmort und jetzt packen wir einfach das Hackfleisch dazu. Ich habe gerade gesehen, als du die Zwiebeln angebraten hast, dass du den Löffel einfach in der Pfanne liegen lassen hast. Schmilzt der nicht? Der? Nee. Nee? Nee. Hast du den noch nicht? Dann kriegst du den gleich. Der ist, die wissen das schon, das ist mein Liebling. Also dieser Dreamfarm-Löffel ist mein Liebling. Du kannst den da drin schmoren lassen, das macht überhaupt nichts. Der wird nicht schwarz, der schmort nicht an, habe ich noch nicht geschafft zumindest. Der ist total super gut gemacht. Auch kannst du die alles klein hacken. Ja, das sehe ich schon. Beobachte. Gut. Also ich arbeite mit dem lieber als mit dem Pfannenwender, weil ich finde, der Pfannenwender hat irgendwann mal ausgeleiert und manche waren in dem Stiel einfach zu unstabil. Kennst du das? Ja, Das ist manche manchmal schmilzen auch. das kommt auch noch hinzu, Ja. die schmilzen. Ja. Und ich finde, wenn ich es immer so gehackt habe, dann war die Stabilisation von diesem Stiel nicht Ja. gut. Hier, guck mal, mach mal selber. Mach mal selber. Mach mal. Oh. Ja. Und dann merkst du das vielleicht. Dass der stabiler ist, ne? im Ja, Griff. genau. Ja. Einen hast du auch in verschiedenen Farben, ne? Ja, den gibt es in 6 Farben. Du kannst dir welche aussuchen. Die gibt es in Türkis, in Grün, in Lila, in Orange, in Rot und in Gelb. Und alles noch in Mini. Die Mini hast du hab ich gerade ja gehabt. benutzt. Genau, den hast du ja gerade benutzt. Das ist ein Teelöffel und du hast hier auch immer so Abmaße drauf. 1 Teelöffel und 2 Esslöffel. 1 Esslöffel und 2 Esslöffel. Und dann habe ich auch gerade Öl damit reingekippt. Ja, das habe ich auch Weil gesehen, ja. ich bin ja so ein Experte, ich nehme eigentlich immer die Flasche und Ja. dann habe ich ein Sprudelbad von Öl da drin. Das stimmt. Ja. Gehacktes mit Pfeffer und Salz natürlich wieder gut würzen. So. So, Joanna, jetzt machst du deine Möhren da rein. Ich pack das erstmal weg. Joanna, kannst du dich um den Rosmarin kümmern? Kannst du den bitte hacken? Steht da hinten. Einfach Nadel entfernen und fein hacken und dann kommt das gleich dazu. So, ich bereite schon mal die Soße vor. Das heißt, die gehackten Tomaten mit dem Mehl einmal mischen. Ich nehme dafür den Oxo. Der ist jetzt super, weil ihr könnt ein Quirl abmachen und den jetzt einfach durchmischen, sodass ihr keine Klümpchen von dem Mehl habt. Über den Oxo haben wir auch bereits ein Video gemacht, das verlinken wir euch nochmal. Jetzt kommt die Tomatensauce dazu.
und die Brühe. Die tiefgekühlten Erbsen auch schon dazugeben. So, den Rosmarin kannst du jetzt einfach dazugeben. Wir lassen das Ganze jetzt ein bisschen köcheln. Wenn ihr gleich merkt, dass zu wenig Flüssigkeit drin ist, gießt einfach mal einen Schluck Wasser hinterher, damit auch die Erbsen ein bisschen vorgegart werden. Der Rest macht ja gleich der Omnia. Wir gucken jetzt mal, wie die Kartoffeln sind. Die Kartoffeln sind auch fertig. Super, super. Dann kannst du die stampfen. Und du machst Pause. Yeah! Dann mache ich mir Latte Macchiato. Möchtest du auch was trinken? Ich nehme Kakao. Wenn du Pause hast. Wenn ich Pause habe, nehme ich einen Kakao. Wenn ich es mir verdient habe. So, jetzt gebe ich ein bisschen Muskatnuss dazu. Und würze das Ganze noch mit Salz. Als nächstes gebe ich die Milch dazu. Na, wie sieht aus? Ja, noch solltest du nicht probieren. Ich muss noch ein bisschen verrühren. Stampfen nennt man das. So, als nächstes mache ich die Butter dazu. So, und hebe das Ganze da drunter. Ja, super. Sieht gut aus. Habe ich ja auch gemacht. Ich fülle schon mal das Ragout da ein. Drück das alles ruhig mal ein bisschen platt, damit sich diese Lufträume da drin einfach ein bisschen füllen. So, und jetzt machen wir dann das Kartoffelpüree darüber. Das ist hübsch. Mhm. Jetzt pinseln wir die Haube noch ein bisschen ein, indem wir halt das Eigelb mit dem bisschen Mehl mischen. Das gibt halt ein bisschen Farbe auf diesem Kartoffelpüree. Und jetzt geht das Ganze schon auf die Gasflamme. Jetzt braucht das Ganze ungefähr 20 Minuten auf mittlerer Gasflamme.
Da ja schon alles vorgegart ist, braucht es eigentlich nur noch ein bisschen überbacken. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Oh ja. Oh ja, Joanna, du kannst mal die Teller holen? Ja. Dann decken wir nämlich den Tisch. Ich habe so einen Hunger. Da komme ich genau richtig. Das hast du richtig erkannt. Ja, das hast du. Ja, Bis nein. ins Büro. Nein. Bis ins Büro. Gott sei Dank ist das Büro gerade um die Ecke, ne? Ja, Gott sei Dank. Ich bin so ein Teller, Messer, Gabel. Hier ist gar nichts da. Hinter dir. Da oben. Guck mal, das hab ich gesehen. So, komm, wir machen wieder wildes Tellerschieben, wie jetzt auch immer. Frank schiebt die Teller nämlich immer kreuz und quer. Erstmal meinen. Nein, erstmal alle. Scheint zu schmecken. Ach, Joanna, hier verteil du noch mal. Ach, Da. So, also erstmal herzlichen Dank an die Joanna, dass sie heute dabei war. gerne. Ich denke mal, sie hat es gut gemacht, oder? Genau. Hoffe doch. So, ich kann mich jetzt auch von euch verabschieden und natürlich, ihr wisst doch, abonniert unseren Kanal, macht die Glocke an, kommt auf Facebook, auf Instagram, auf Pinterest, da sind wir nämlich auch überall. Und das Rezept verlinke ich euch natürlich auch, könnt ihr gleich oben sehen, in dem i oder unten in der Beschreibung. Das Rezept findet ihr auch in dem Rezeptbuch Smarte Rezepte, glaube ich. Ja, Smarte Rezepte. Aber das steht in dem Beitrag drin und da könnt ihr das herausfinden, welches Buch das ist. Von daher wünschen wir euch viel Spaß. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich sag mal oder wir sagen mal bis zum nächsten Video. Tschüsschen. Tschüss.